Und wie heißt es jetzt? Widerstand gegen einen Vollstreckungsbeamten. Kommt da noch was? Kommt auf meine Kollegin an. Super, kann ich mich auf was gefasst machen. Sie haben echt keine Ahnung. Das ist ein brutaler Vollidiot. Und seine Ex-Frau hat Angst vor ihm. Deshalb erzählt sie diesen Schwachsinn. Okay, das ist Ihre Version. Sie kapieren nicht. Der Typ ist gefährlich. Hallo, ich möchte eine Aussage machen. Ich bin Harald Jorgensen. Kommen Sie gleich bereit. Das ist der Mann, der einfach abgehauen ist. Vielleicht fragen Sie den mal. Wo ist der Platz? Das war furchtbar. Er hat Frau Kurschmann die ganze Zeit brutal am Nacken gepackt. Uns beleidigt und bedroht. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn die junge Dame nicht so mutig eingegriffen hätte. Warum sind Sie dann gegangen, Herr Jorgensen? Ich bin kein sehr mutiger Mensch. Das war ein Fehler. Ja, niemand erwartet, dass Sie sich gefährden. Diese junge Frau hatte mich noch um Hilfe gebeten. Gut. Mit dieser Aussage helfen Sie Frau Agnesa schon mal sehr. Sie hat offenbar in Notwehr gehandelt, richtig? Ja, sie war sehr mutig, bewundernswert. Zivilcourage hat nicht viel mit Mut zu tun. Es hat damit zu tun, in den etwaigen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen. Und das haben Sie getan mit Ihrem Anruf bei uns. Das ist ja das Mindeste, was man tun kann. Gibt genug Leute, die wegschauen. Ich bräuchte eine Unterschrift, bitte. Die Verletzung von Kurschmann ist nicht so dramatisch. Allerdings beharrt er auf seiner Version und will auch weiterhin eine Anzeige. Na, jetzt warten wir mal ab, was der Zeuge sagt. Wissen wir denn überhaupt, warum der im Knast gesessen hat? Einbruch. 5 Jahre. 5 Jahre? Das ist viel. Das kriegt man nicht mal eben so. Kann ich dann gehen? Oder Sie warten noch ein bisschen. Wenn der Zeuge Ihre Version bestätigt, dann kann ich vielleicht ein gutes Wort für Sie bei meiner Kollegin einlegen. Wegen der Schramme. Ja. Kommt sie da nicht selber drauf? Sie machen es einem echt nicht leicht, oder? So, Frau Agnesa, der Herr Jorgensen hat Ihre Einschätzung bestätigt. Damit hat die Anzeige von Herrn Kurschmann kaum noch Aussicht auf Erfolg. Das heißt dann kaum noch. Sie haben den Mann verletzt. Vor Gericht könnte man so argumentieren, dass Sie mit Ihrer Kampfsporterfahrung etwas übertrieben reagiert haben. Das ist ein Witz, oder? Hier lacht aber keiner. Was unternehmen Sie jetzt in Bezug auf Frau Kurschmann und Ihren Ex-Mann? Wir werden noch mal mit der Frau reden. Aber wenn sie uns nicht um Hilfe bittet, können wir leider nichts tun. Ach so, die Sache hier vergessen wir einfach, okay? Schönen Tag noch. Ihnen auch. Die beiden werden wohl keine Freunde mehr. Nur. Frau Agnesa, es tut mir leid, dass ich Sie im Stich gelassen habe. Alles Gute, Frau Agnesa. Frau Agnesa? Ja? Wissen Sie, dass die meine Mutter geholfen hat? Frau Kurschmann ist deine Mutter. Ja, sie hat mir alles erzählt. Vorhin wirkte sie aber nicht besonders dankbar. Ach, das war nur wegen Vater. Aber dem haben sie es ja jetzt gezeigt. Naja, ich sag denen jetzt mal, wie es wirklich war, ne? Das kannst du dir sparen. Es gibt einen Zeugen, der hat gerade ausgesagt. Etwa der Jorgensen? Ja? Wieso kennst du den? Der alte Sack greift ständig meine Mutter an. Der alte Sack hat immerhin die Polizei gerufen. Und trotzdem, der denkt, mit Geld kriegt man alles. Ein Mann kann seine Ex-Frau bedrohen, mich rassistisch beleidigen, dazu noch in aller Öffentlichkeit. Und niemand tut etwas, um die Frau vor dem Typen zu schützen. Ja, Frau Agnesa, das ist alles nicht so einfach. Nicht so einfach. Soll das ein Argument sein? Was ist, wenn der Typ wieder zu ihr geht? Dann ist keiner da, der ihr hilft. Ich beschwere mich gerade über sie. Frau Kurschmann hat nochmals bestätigt, dass sie keine Angst vor ihrem Ex-Mann hat. Sie können sich also wieder beruhigen. Ich fange gerade erst an, mich aufzuregen. Bitte, Frau Agnesa, diese Art der Konfrontation führt zu nichts. Wir haben durchaus Erfahrungen in Fällen von häuslicher Gewalt. Und Familienstreitigkeiten sind unser täglich Brot. Warum tun Sie dann nichts? Weil wir keine Überwachungsbehörde sind. Wir halten uns aus den privaten Angelegenheiten unserer Mitbürger raus, solange keine Gesetze verletzt werden. Und das ist auch gut so. Sie haben sich bei mir schon geirrt. Und jetzt machen Sie den nächsten Fehler.
Ich werde jedenfalls nicht einfach abwarten, bis was passiert. Das nennt man Temperament. Los, Max, mach schneller. Woher soll ich denn wissen, welcher Scheißkeller? Hallo? Hallo. Wollten Sie zu uns? Ja, aber scheint niemand da zu sein. Doch, meine Mutter ist da. Wir wollten gleich was zusammen kochen. Du kochst? Ja, naja. Nur Spaghetti. Danke. Bitte. Nee, keine Angst. Mama? Mama? Scheiße. Mama? Mama? Lass mich sehen, ich bin Ärztin. Frau Koschmann? Frau Koschmann, können Sie mich hören? Puls ist da. Ruf die 112 und verlange einen Notarzt. Personen nach Überfall nicht ansprechbar. So, wir brauchen auf jeden Fall gleich die Trage. Frau Koschmann, kriegen Sie gut Luft. Sie sollten ihr einen Beta-Blocker geben. Sie ist ziemlich schnell und hat Extrasystolen. Liebe Kollegin, vielen Dank für die Erstversorgung, aber jetzt würde ich gerne meine Arbeit machen. Wieso geben Sie ihr dann nichts? Haben Sie schon eine Erklärung für die Rhythmusstörung? Nein, aber Sie ja mit Sicherheit. Darf ich jetzt bitte meine Arbeit machen? Nach Hause. Wenn ich meinen Vater erwische, dann mache ich ihn platt. Das lässt so schön bleiben. Wir wissen nicht immer, was damit zu tun hat. Wo geht's Ihnen? Wir bringen Sie auf jeden Fall ins EKH, wenn die Kollegin nichts dagegen hat. Kollegin? Sind Sie Ärztin? Ja und? Warum haben Sie denn nichts gesagt? Sie haben mich nicht gelassen. Frau Arnese. Melanie. Hallo. Für Sie und Ihre Kollegen. Sushi, ich dachte, Fisch ist heute passend. Das ist aber nett. Danke. Lukas hat mir erzählt, dass seine Mutter doch nicht vom Vater überfallen worden ist. Ja. Da war ich wohl etwas drüber. Tut mir aufrichtig leid. War ein fairer Kampf. Na, ich will nicht länger stören. Bis dann. Frau Anessa? Danke. Helen. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ich übernehme jetzt ein paar Vertretungsdienste im EKH. Bin gespannt. Hans. Oder? Nee, komm, nimm die Nadel weg. Nix. Der Splitter rausaltern oder was? Mann oder Welle?